Celebration. Deine Zellen, dein Weg. Hi und herzlich willkommen bei Celebration. Heute geht's um die Basics, nämlich um die Analyse, bevor ich überhaupt meine Ernährung umstelle. Ich habe ganz viele Leute im Laufe der Zeit gehabt, die gesagt haben, Maja, ich würde so gerne mehr Brokkoli essen und ich möchte jeden Tag Beeren essen. Ich glaube, ich ernähre mich eigentlich schon gesund. Ich esse gar nicht so viel Zucker. Ich trinke keine Cola. Solche Sachen. Wenn man dann aber genau nachfragt, stellt sich raus, die Wahrnehmung ist immer so nicht ganz, wie soll ich sagen, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Und was zählt, ist die Wahrheit in dem Fall. Ich habe euch ein PDF vorbereitet. Das ist ganz einfach. Das ist wie so ein Stundenplan. Was esse und trinke ich? Ja, sowas kriegt man auch, wenn man zum Ernährungsberater geht, wenn man das möchte. Ich weiß aber auch, dass viele Krebspatienten gar nicht angeboten bekommen, zum Ernährungsberater zu gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ich möchte das unbedingt, dann dauert es aber vielleicht ein paar Monate, bis man da einen Termin bekommt und ich bin kein Ernährungsberater, aber ich bin in der Lage, auf einem Zettel mit einem Stift aufzuschreiben, was ich esse und trinke und mir das anzuschauen. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Es geht also darum, einfach mal eine Woche, bevor man sich irgendwelche großen Ziele setzt, einfach mal aufzuschreiben, was esse und trinke ich überhaupt. Da wäre jetzt zum Beispiel so ein Klassiker, hier Montag früh um 7, ich trinke den Orangensaft, dann esse ich ein Brötchen mit Marmelade, mittags esse ich eine Fertigsuppe und am Abend, keine Ahnung, Spaghetti mit Tomatensauce. Ist jetzt so aus der Hüfte geschossen. Und so geht es immer weiter. Ich schreibe das erstmal auf und dann, leider kriegt man dann erstmal so ein bisschen schlechte Laune, weil man denkt, shit, ich dachte, ich wäre besser. Ist aber egal, darum geht's ja nicht. Es ist eine Bestandsaufnahme, ja? Man kann die Dinge erst ändern, wenn man sie klar vor sich sieht. Und dann kann man Schritt für Schritt sagen, okay, wenn ich zum Beispiel noch tierisches Protein esse, dann kann ich mir überlegen, nehme ich das vielleicht als ersten Punkt, lasse ich das mal weg. Wurst sowieso sinnlos. Die WHO hat schon vor langer Zeit gesagt, Wurstwaren sind krebserregend. Und die WHO ist jetzt nicht gerade irgendein ESO-Verein, also kann man schon ernst nehmen. Also das Steak auch gleich rausschmeißen und vielleicht mal damit anfangen, keine tierischen Eiweiße mehr zu essen. Wenn ihr jetzt schon Vegetarier seid, dann wäre vielleicht der erste Schritt zu sagen, ich lasse mal diese ganzen Käseprodukte weg, weil ich sehe, ich esse zu viel Käse, trinke vielleicht noch Kuhmilch, vielleicht kann ich die ersetzen. So würde ich erstmal anfangen. Das ist jetzt natürlich sehr basic, das ist mir klar. Und vielleicht schlagen da draußen irgendwelche Ernährungsberater die Hände beim Kopf zusammen. Und ich sage, Leute, bitte geht zu einer Ernährungsberatung. Es ist super wichtig zu gucken, wie kann ich meine Ernährung optimieren, ergänzen, verbessern, ja? Aber vielleicht kann nicht jeder sofort beim Ernährungsberater aufschlagen. Also man kann es selber machen, schreibt's auf, guckt's euch an. Auch wichtig zum Thema Trinken, Wasser trinken. Keine Limonaden, keine gesüßten Getränke. Zuckerarme Ernährung ist ja auch ein wichtiger Punkt, wird empfohlen. Auch von Professor Michals, mit dem ich ja auch ein langes Interview gemacht habe. Trinkt Wasser und viele sagen ja so, es ist alles so anstrengend, ich bin krank, ich will mich wohlfühlen. Ich trinke halt so gern ein Glas Rotwein. Meine Meinung, Alkohol ist Zellgift. Vielleicht könnt ihr das schöne Rotweinglas behalten und dann leckeren Bio-Traubensaft reingießen. Und vielleicht stellt ihr dann fest, ach so, Moment mal, das Gefühl, was ich abrufe, wenn ich Rotwein trinke und dann zu dem Traubensaft switche, ist eigentlich genau das Gleiche. Man muss auch versuchen, diese Gewohnheiten gut zu ersetzen und das gleiche Gefühl wieder dabei zu haben. Denn natürlich ist Essen und Trinken Emotion und es ist Lebensqualität, aber es heißt nicht,
dass ich weniger Lebensqualität habe, wenn ich den Rotwein weglasse. Viele sind ja so, wie, jetzt, du willst mir jetzt meine Wurst wegnehmen und jetzt soll ich Tofu essen? Wo habe ich denn überhaupt noch Spaß im Leben? Ah, stopp, falscher Gedankengang. Der Spaß kommt nicht von der Wurst und der Tofu heißt nicht weniger Spaß, sondern hier geht's drum, entweder du hast eine Erkrankung oder du möchtest präventiv was tun. Dann muss man logisch denken, wie immer im Leben hilft das meistens. Und sich fragen, okay, mache ich hier das Richtige? Ist die Wurst wirklich wissenschaftlich betrachtet besser als der Tofu? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss man erwachsen sein und selber sich sein Ergebnis daraus zusammendenken. Dann kann man entweder sagen, ist mir egal, ich esse die Wurst, auch wenn ich weiß, was daran nicht gut ist. Oder man sagt, ach so, stimmt, ich könnte mich verändern, Spaß dabei haben und gesünder leben. Und den Weg würde ich immer empfehlen. Also, schaut euch mal das PDF an, füllt's mal aus. Das ist auch eine lustige Beschäftigung, wenn man ein Kind hat. Dann sagt man, du, ich sag dir, was du reinschreiben sollst. Dann sitzen die da und schreiben und malen noch irgendwelche hübschen Blümchen dazu. Man hat gleich ein hübsches Projekt. Und dann guckt ihr euch das mal an. Und dann werdet ihr selber so schlau sein, eure eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, viel Spaß dabei. Bis bald. Celebration. Celebration.